Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. In diesem Video backe ich ein leckeres Kürbisbrot und das ganz einfach in der Cosori Heißluftfritteuse. Es ist ein Rezept für diejenigen, die etwas Neues ausprobieren möchten. Diesmal nehme ich Haferflocken statt Mehl, was dann dem Brot eine besondere Textur verleiht. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten: Haferflocken, ich habe die zarten hier dafür genommen, dann Kürbis, Sonnenblumenöl, optional ein paar Kerne, wer möchte. Ich habe Sonnenblumenkerne und Kürbiskerne, frische Hefe. Man kann aber auch die trockene Hefe nehmen, das was man zu Hause hat. Salz, Zucker zur Verarbeitung der Hefe und wir brauchen noch lauwarmes Wasser. Wir fangen schon sofort an mit dem Kürbis in Kernen schälen, weil der Kürbis muss auch noch kochen. Und eigentlich bei dem Rezept, das ist auch die meiste Arbeit, den Kürbis zu verarbeiten. Sonst geht das relativ schnell. Aber erstmal halbieren wir. Um die Kerne besser rauszukriegen, nehme ich einen Löffel. Das geht schneller. Dann schäle ich die Scheiben. Ich werde jetzt erstmal wiegen. Ich brauche von dem Kürbisfleisch 300 Gramm und von dem Rest werde ich dann Kürbissuppe zubereiten. Dann schneide ich den Kürbis in kleine Stücke. Die geschnittenen Kürbisstücke gebe ich in den Topf mit Wasser rein. Und der Kürbis wird jetzt gekocht, 15 bis 20 Minuten, bis die Kürbisstücke weich werden. Nachher wird das püriert. Ich lasse den Kürbis jetzt abkühlen und in der Zeit werde ich die Hefe aktivieren. Die Hefe in 50 Milliliter lauwarmem Wasser mit dem Zucker zusammen auflösen. Von dem Zucker gebe ich hier einen Teelöffel. Und die Hefe wird zerbröselt. Etwa 10 Minuten stehen lassen, bis es schäumt. Das zeigt, dass die Hefe aktiv ist. In diese 10 Minuten, bis die Hefe arbeitet, werde ich die Haferflocken zubereiten. Man kann die Haferflocken so als Flocken benutzen. Ich möchte die aber als Mehl haben, deswegen nehme ich mein Gerät hier im Anspruch, mein R2D2, wie ich immer nenne. Und meine Haferflocken werden gemahlen. Ich gebe das alles in eine größere Schüssel rein, wo ich nachher dann den Teig zubereiten werde. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Hefe. Wow, hat sich verdoppelt. Das ist ein Zeichen dafür, dass jetzt der Teig gemacht wird. Dann gebe ich die anderen Zutaten zu meinem Hafermehl in die Schüssel rein. Ein Teelöffel Salz. Dann mein Kürbispüree. Die Hefe. Das Öl. Ein paar von unseren Kernen. Dann das restliche lauwarme Wasser zufügen. Man muss bedenken, dass die Haferflocken mehr Wasser aufnehmen und um den Teig geschmeidiger zu bekommen, dann passt man die Flüssigkeit an.
den Teig abdecken und an einen warmen Ort etwa eine Stunde gehen lassen, bis aufgeht. Bei Haferflocken geht nicht so stark auf, weil die Haferflocken weniger Klebeeiweiß haben, aber trotzdem, es bleibt köstlich. Bis der Teig aufgeht, nutze ich die Gelegenheit, euch das Zubehör von Cosori Heißluftfritteuse zu zeigen. Ich habe die Firma Cosori nicht gefragt und das wurde mir zur Verfügung gestellt. Und ich finde das so toll, weil damit kann man noch mehr Sachen in der Heißluftfritteuse zubereiten. Und das werde ich heute schon verwenden, diesen Töpfchen hier. Da kommt mein Brot nachher. Das ist eine sehr schöne Sache. Ne? Sogar mit Griff kann man in der Heißluftfritteuse reinmachen, ohne Probleme rausziehen. Supi. Ich werde jetzt die Cosori in Betrieb nehmen und vorheizen. Erstmal anmachen, vorheizen und los. In dieser Zeit bereite ich meine Form vor. Ich werde sie einfetten. Jetzt gucken wir, was unser Teig hier so macht. Wow! Es ist nicht so aufgegangen, wie man das so von Mehlteig kennt, aber, muss ich sagen, richtig gut. Nun gebe ich den Teig in die angefettete Form rein. Dann verteile ich alles gleichmäßig. Und obendrauf gebe ich ein paar Sonnenblumen und Kürbiskerne. Und nun werde ich dann die Form mit dem Kürbisbrot in den Korb stellen. Passt wunderbar. Und die Heißluftfritteuse wird jetzt auf 160 Grad für 35 Minuten gestellt. Drei, zwei, eins. Dann mache ich jetzt die Heißluftfritteuse nochmal für 10 Minuten auf 190 Grad backen. Das war's. Jo, wir haben uns verstanden. So, ausmachen und dann gucken wir rein. Wow, sieht super aus. Et voilà, das leckere Kürbis-Haferflockenbrot ist jetzt fertig. Ich lasse es mal abkühlen. Nachher nehme ich das raus und es wird probiert. Man kann das Brot süß genießen mit Marmelade, aber auch herzhaft mit Käse oder Schinken. Schmeckt beides. Ihr Lieben, ich habe den Topf heute getestet, was ich als Zubehör von der Firma Cosori zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und ich muss sagen, es wird immer besser. Ich bin sowieso von der Cosori überzeugt und begeistert und jetzt noch alle diese Sachen noch zusätzliche und ich freue mich schon, ein oder andere Rezepte damit zu testen. Ich werde auch das Video verlinken, wo ich die Cosori getestet habe. Guckt einfach rein. Diejenigen, die noch keinen Airfryer zu Hause haben, könnt da durch diesen Link oder über diesen Link ein bisschen günstiger bekommen. Also, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit mir und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, euch bei dem nächsten Video hier begrüßen zu dürfen. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.